Hi Leute, heute möchte ich mit euch mal ganz entspannt Regionalbahn fahren in der ersten Klasse. Wir fahren von Hannover nach Hamburg und wir steigen in Buchholz um, fahren dann mit dem Metronom weiter und dann nehmen wir auch noch eine U-Bahn, um zum Planetarium zu kommen. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade wieder an meinem Startbahnhof in Neustadt und jetzt geht es erstmal nach Hannover. Wir wollen nämlich heute von Hannover nach Hamburg fahren. Aber wir nehmen ausnahmsweise mal kein ICE. Wir fahren heute mal ganz entspannt und langsam mit einer Regionalbahn. Der ICE braucht ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten. Wir hingegen brauchen fast 3 Stunden. Ja, seien wir doch mal gespannt, wie das aussieht. Wir fahren übrigens erste Klasse. Und es geht hinein in den Regionalexpress nach Hannover. Wir fahren der erste Klasse und es ist gerade so leer, da können wir richtig mal schauen, wie das hier aussieht. Guckt mal. So. Und hier ist noch ein Viererplatz. Das Coole ist, diese Regionalexpresse haben sogar Steckdosen. Guckt mal, hier im Regionalexpress gibt es sogar auch WLAN. Ja, ich würde es gerne ausprobieren, aber ich habe nur noch 5 Minuten Zeit. Dann muss ich schon wieder aussteigen. Das lohnt sich nicht. Und hier sind nochmal die Sitze. Die kann man zwar nicht verstellen, aber sie sind dennoch sehr bequem. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben ein paar Minuten Verspätung. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 1052 nach Aachen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wie voll der Zug war. Erste Klasse war ja leer. Ja, wir sind gerade auf Gleis 9 angekommen. Jetzt müssen wir zu Gleis 2. Ja, 3 Minuten habe ich gerade noch. Aber das sollte kein Problem sein. Bestimmt steht der Zug schon da. Und da ist unser Gleis schon. Da ist er. Bevor unsere Fahrt losgeht, möchte ich euch natürlich noch zeigen, wo unsere heutige Route lang führt. Wir starten als erstes am Hauptbahnhof in Hannover. Dann geht es fast 2 Stunden lang, nur durch Grün, durch die Heide bis nach Buchholz in der Nordheide. Und von dort nochmal 20 Minuten bis zum Hauptbahnhof in Hamburg. So sieht er von vorne aus. Und gehen wir doch mal rein. Hier ist noch zweite Klasse, wir wollen aber in die erste Klasse. Boah, der ist ja voll bis oben hin. Da vorne ist die erste Klasse. Entschuldigung. So, wir haben es jetzt in den Zug geschafft, aber der ist wirklich proppenvoll. Die erste Klasse ist auch zum Teil belegt. Hier ist noch eine Dame und ja, Filmen wird gerade ein bisschen schwierig. Aber ich kann euch trotzdem schon mal den Sitz zeigen. Und so sieht der Sitz aus. Da. Ihr seht, erste Klasse. Man darf nicht rauchen natürlich und auch kein Alkohol trinken. So sieht der Sitz aus. Er bietet übrigens gar keinen Luxus. Man kann nichts einstellen und auch keine Lehne hochschieben. Es ist noch recht früh, es ist gerade mal 9 Uhr und jetzt ist es natürlich Zeit für einen Kaffee. Hier, Schüttelkaffee von Ja. Mal gucken, wie der schmeckt. Ist mit Espresso. Schmeckt gar nicht schlecht. So voll ist es.
Unser Zug ist zwar eine Regionalbahn, aber er wird nicht von der Deutschen Bahn betrieben, er wird, glaube ich, von einer Unterfirma betrieben, die heißt Staat. Und seltsamerweise fehlen bei denen regelmäßig weitere Waggons. Wir fahren gerade anstatt mit 2 Waggons nur mit einem. Deswegen ist das hier so voll. Unser kleiner Zug ist ja richtig flott unterwegs. Gleich kommen wir beim Bahnhof Kaltenweide an. Hier halten wir aber nicht, hier fahren wir nur durch. Ist schön grün hier, aber später wird es noch richtig schön. Da fahren wir durch die Heide. Ach, das war schon Kaltenweide. Da habe ich nämlich früher mal gewohnt. Wir verlassen jetzt Bennemühlen. Das ist der letzte Bahnhof vom Großraumverkehr Hannover. Früher hat dieser Zug in Richtung Soltau bzw. in Richtung Hamburg hier gehalten, aber mittlerweile hält der Zug nur noch in Mellendorf. Der nächste Halt nach Mellendorf ist Lindwedel und ihr könnt erkennen, es ist alles schön grün hier. Ja, die Heide beginnt. Nun erreichen wir den Bahnhof Hodenhagen. Wenn ihr hier aussteigt, dann könnt ihr zum Serengeti-Park kommen. Das ist ein Freizeitpark, wo wirklich Löwen, Giraffen, Elefanten wohnen. Das ist super toll. Also schaut euch das mal an. Jetzt sind wir in Walsrode angekommen und ihr werdet erstaunt sein, sogar hier gibt es auch noch einen Freizeitpark. Das ist der Weltvogelpark. Dort könnt ihr ganz viele Vögel sehen. Das ist auch sehr schön. Also noch eine Empfehlung, wo ihr hinfahren solltet. Da wir jetzt schon 2 schöne Freizeitparks hatten, brauchen wir eigentlich noch einen dritten. Und der kommt gleich. Es ist nämlich der Heidepark Soltau. Aber man sollte nicht in Soltau aussteigen oder auch nicht in Soltau Nord. Man sollte in Woltmerdingen aussteigen. Dort sind wir nämlich gerade. Jetzt ist es endlich ein bisschen leerer und dieser Zug bietet überhaupt gar keinen Komfort. Wir haben keine Steckdosen, wir haben kein WLAN, aber das einzig Positive, was man sagen kann, ist, die Toiletten sind sehr sauber. Hey, immerhin einen Daumen hoch. Nun möchte ich euch noch zeigen, wie ich die Fahrkarte gebucht habe. Ich habe eine Fahrt von Hannover nach Hamburg Hauptbahnhof gewählt, aber mit Umsteigen in Buchholz. Also wenn der Zug nicht so voll wäre und wenn der Zug wie gewohnt aus 3 Waggons und nicht aus einem bestehen würde, wäre das eine wunderschöne Fahrt, aber wir haben leider echt viel Pech gehabt. Aber die Natur, die man sieht, ist wunderschön. Wir fahren jetzt noch 10 Minuten. Ja, genießen können wir nicht. Boah, wir haben es endlich rausgeschafft. Hier ist nochmal unser kleiner Zug. Der fährt jetzt weiter bis Hamburg-Harburg. Ey, das gibt's ja gar nicht. In diesem Zug war auch noch eine Tür kaputt. Jetzt mussten alle Leute, die gerade hier in Buchholz ausgestiegen sind, mussten jetzt hinten raus. Das heißt, 100 Leute sind einfach mal durch den Zug gequetscht. Aber jetzt sind wir in Buchholz angekommen. Also Preis-Leistung, wir haben jetzt 47,50 € für diese Fahrt gezahlt. Erster Klasse mit 0 Service, also das war die totale Geldverschwendung. Man hätte auch für 29,60 € ICE erste Klasse buchen können. Aber warum mache ich das Video? Um zu schauen, ob diese Strecken für euch interessant sind. Diese Route würde ich euch durchaus nicht empfehlen. Aber Buchholz scheint recht schön zu sein. Wir gehen jetzt eine Treppe hoch und dann gucken wir mal nach unten. Ja, verabschieden wir noch mal den Zug. Hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Hey, guckt mal. Das ist der Überblick von Buchholz in der Nordheide. Tschuh. Na, das sieht doch schon mal schön aus, ne? Unsere Route ist ja noch nicht vorbei. Wir wollen ja zum Hauptbahnhof Hamburg. Und jetzt fahren wir als nächstes mit Metronom. Das wird ein Doppeldeckerzug und da fahren wir in der ersten Klasse. Seien wir mal gespannt, was uns dort erwartet.
Weil wenn wir jetzt mal ins Gleis gucken, da ist es schon echt voll. Seht ihr? So voll ist es dort schon. Und der Zug kommt aus Hannover oder sogar aus Göttingen, glaube ich. Und ja, das könnte gut voll werden. Hier ist gerade schon ein früherer Metronom. Schaut euch mal an, wie riesig der ist. Was für ein Monster. Und mit dem fahren wir gleich nach Hamburg. Gucken wir ihm beim Ausfahren zu. Schaut mal, Metronom zeigt uns, wo wir hin müssen. Da vorne ist die erste Klasse. Mal gucken, ob die Wagenreihung wirklich so ist. Da kommt unser Zug. Oh, ganz schön schnell fährt er hier rein. Und die erste Klasse ist vorne. Ja! Brauchen wir ja gar nicht so weit laufen. Ja, erste Klasse erreicht. Oh, hier sieht es doch schon mal gut aus. Also der Metronom in der ersten Klasse, der sieht richtig gut aus. Schauen wir uns doch mal die Sitze an. Da sind die Zweiersitze, richtig schön groß. Und man kann hier schwupp, sich von seinem Sitznachbarn ein bisschen trennen. Haben wir noch mehr Features? Ja, da unten ist eine Steckdose, geil. Steckdose ist sehr, sehr wichtig. Und sie haben sogar einen Mülleimer und man kann seine Getränke auch gut hinstellen. Hier seht ihr nochmal die Zweiersitze. Wir haben hier 2+1 Sitze. Oh, schön ruhig ist es. Wunderbar. Schaut mal, hier gibt es auch WLAN. Das WLAN probieren wir jetzt aus. Klick. Im Netzwerk anmelden. Okay. So, wie geht's weiter? Akzeptieren und verbinden. Wir sind drin. Ja, wir haben jetzt WLAN. Jetzt machen wir mal einen Speedtest. Oh, geht gut ab. Hm. Ah. Naja, ist jetzt nicht gigantisch. Aber für ein bisschen Nachrichten schreiben reicht es vollkommen. Ja, der ist gut. Der gefällt mir. Toller Zug, sehr gemütlich. Hier im Zug gilt auch Alkoholverbot. Aber wir haben ja Bio-Mineralwasser. Ne? Nichts anderes, wirklich nur Bio-Mineralwasser. Das Wasser schmeckt sehr wässrig. Der Zug hier ist übrigens auch super voll. Also zweite Klasse ist komplett dicht. Da stehen die Leute schon im Gang und müssen sich reinquetschen. Aber hier in der ersten Klasse sind wirklich nur Leute, die erste Klasse-Tickets haben. Und ja, die Passagiere der zweiten Klasse sind respektvoll und zwängen sich nicht in die erste Klasse. Das finde ich sehr gut, sehr angenehm. Guckt mal, da ist auch noch eine kleine Sonnenblende. Aber wir wollen jetzt rausgucken und den Ausblick genießen. Wir sind ja hier im Doppeldecker und da sind wir richtig schön hoch. Die linke Seite ist besser, da spiegelt es nicht. Jetzt können wir schön rausgucken. Naja, ist ja gerade nur grün hier, ne? Die Metronomfahrt ist übrigens in meinem Ticket inklusive, weil ich habe bis Hamburg Hauptbahnhof gebucht und von dort aus geht es für uns dann noch weiter. Wir wollen nämlich ins Planetarium. Wir gucken uns gleich noch mal an, wie man denn so in Hamburg S-Bahn fährt. Das habe ich auch schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht. Da sehen wir, wie hoch wir sitzen. Ganz schön hoch. Wir können sogar über die Leitplanken gucken. Hört ihr den Zug? Der ist ganz leise. Richtig angenehm. Hier kann man es aushalten. Aber im Verhältnis ist Metronomfahren erste Klasse wesentlich teurer, als wenn man mit der Deutschen Bahn ICE erste Klasse fährt. Deswegen ist das für mich in der Regel keine Option. Aber
um euch zu zeigen, wie der Zug aussieht, habe ich das natürlich mal gemacht. Gleich fahren wir in den Hamburger Hauptbahnhof ein. So, und jetzt könnt ihr mal sehen, wie weit wir aus dem Waggon gucken können. Toller Blick, ne? Hier kommt schon die große Brücke über die Elbe. Der Bahnhof sollte nicht mehr weit sein. Oh cool, was für ein Übergang. Yeah. Da ist der Hauptbahnhof. Jetzt kommt die große Halle. Der Bahnhof ist ziemlich cool. Man kann an beiden Seiten drauf und runter gehen. Das gucken wir uns später an. Weil wir wollen ja noch weiter. Wir wollen ja zum Planetarium. Oh, wir stehen mitten im Dunkeln. Zeit zum Aussteigen. Hier ist noch eine kleine Anzeigetafel. Wo fährt er jetzt als nächstes hin? Nach Uelzen. Also wieder zurück. Da ist noch mal die erste Klasse. Und raus mit mir. Oh, schaut euch mal an, wie voll der Bahnsteig ist. Das kann ja was werden. Wie sollen die ganzen Leute in den Zug? Ja, jetzt bin ich gerade am Hauptbahnhof Hamburg angekommen und jetzt geht es für uns weiter zum Planetarium. Jetzt fahren wir mit der U-Bahn. Wir müssen U-Bahn Nummer 1 nehmen. Da oben ist sie. Da gehe ich jetzt hin. Hier kommt noch mal ein kleiner Überblick, wie der Bahnhof aussieht. Boah, so viele Menschen. Wahnsinn! Ah, da kommt gerade ein ICE. Da ist eine riesige Anzeigetafel mitten im Laufweg. Sehr praktisch. Da geht's runter. So, einmal runter zur U1 bitte. Aufzug zur U1, die wollen wir nicht. Wir wollen einfach die Rolltreppe nehmen. Und da geht's runter. Wir sind richtig, da steht U1. Und hier geht's weiter. Entschuldigung, kann mir einer mit 50 Cent weiterhelfen? Da geht's zur U1. Aber wo? Oh, hier rechts geht's weiter. Da links ist falsch. Da ist U1. Okay. Links. Da geht's runter. Schön. So. Ohlstedt. Ich weiß, ich muss zum Winterhuder Marktplatz. Ist das der richtige? Berne, Volksberg, Ohlstedt. So, jetzt habe ich die Bahn gefunden. Wir wollen zur Hutwalker Straße. Das heißt, wir müssen die U-Bahn in Richtung Norderstedt nehmen. Mal gucken, wann eine kommt. Ach, Montag bis Freitag. Nee, das wollen wir nicht. Aber 12:01 Uhr sollte jetzt eine kommen. Es ist nämlich genau 12. Ich das gewusst habe, wäre ich gestern schon gefahren. Gestern war aber auch schon Hauptfest. So, da ist die Bahn. Einige Arbeit, das ist andererseits. Und hinein in die S1. Nee, Quatsch, U1. Ja, wo ist noch ein Platz frei? Ja, hier ist gut. Also so sitzt man in einer Hamburger U-Bahn. Scheint von der Hochbahn betrieben zu werden. War ein bisschen kompliziert, die richtige Bahn zu finden, aber jetzt haben wir sie. Ich glaube, wir fahren so 15 Minuten und
Dann gehen wir noch mal 5 Minuten, dann haben wir das Planetarium erreicht. Mensch, das geht aber flott hier. Und schon sind wir am nächsten Bahnhof. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, hat die U-Bahn natürlich keine erste Klasse. Aber ist ja auch egal. Und da ist schon wieder ein Halt. Geht hier richtig flott. Ja, die Sitze sind auch nicht schlecht. Kann man aushalten. Also die U-Bahn ist nicht verkehrt. Wir sind gerade ziemlich schnell und man hört gar nichts. Sie ist einfach nur leise und flott. Tolles Teil. Schon wieder eine Haltestelle. Ja, wir fahren noch ein bisschen raus. Ins Grüne anscheinend. Wie schön. Ach, da ist sogar noch ein kleiner Bildschirm. Den habe ich gar nicht entdeckt. Ja. Ja, gleich müssen wir raus. So, wir sind angekommen. Und so sieht es hier aus. Ein Bahnsteig. Da ist nochmal unsere kleine S-Bahn. Schauen wir noch ein bisschen zu, wie sie wegfährt. Korrektur, es ist eine U-Bahn. Oh, die beschleunigt ja richtig schnell. Mach's gut, U-Bahn. So, ich bin am Ziel angekommen. Jetzt gehen wir noch die letzten paar Meter zu Fuß zum Planetarium. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Ob ihr womöglich die Fahrt mit der Regionalbahn nachmachen möchtet. Ich glaube mal eher nicht. Metronom fand ich super. U-Bahn fand ich gerade auch gut. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ach, bitte unterstützt mich doch und abonniert meinen Kanal. Jeder Abonnent hilft. Danke.